Ich möchte gleich zu Beginn eine kleine Geschichte mit dir teilen. Ein Vater ritt auf seinem Esel und neben ihm lief sein kleiner Sohn. Da kam ein Passant vorbei und sagte ganz empört: »Schaut euch den an, der lässt einfach seinen kleinen Jungen neben dem Esel herlaufen.« Also stieg der Vater ab und setzte seinen Sohn auf den Esel. Kaum waren sie ein paar Schritte gegangen, rief ein anderer: »Nun schaut euch die beiden an. Der Sohn sitzt wie ein Pascha auf dem Esel und der alte Mann muss laufen.« Daraufhin setzte sich der Vater zu seinem Sohn auf den Esel. Doch nach ein paar Schritten rief ein weiterer: »Jetzt schaut euch die beiden an, so eine Tierquälerei.« Nun stiegen also beide herab und liefen neben dem Esel her. Doch sogleich kam ein anderer vorbei und sagte belustigt: »Wie kann man nur so blöd sein? Wozu habt ihr einen Esel, wenn ihr ihn nicht benutzt?« Was bleibt da noch zu sagen? Du wirst es nie jedem recht machen können, also lass sie reden und gehe deinen Weg, ganz so, wie du es für richtig hältst. Leichter gesagt als getan, oder? Manchen Menschen mag es tatsächlich leicht fallen, auf die Meinungen anderer so gar keinen Wert zu legen, beziehungsweise sich davon nicht weiter aufhalten zu lassen. Für andere wiederum ist das eine sehr große Herausforderung, die mitunter das ganze Leben beeinflussen kann. Für mich jedenfalls war es das. Mir fiel es schon immer schwer, irgendwelche Kommentare zu meiner Person oder zu meinen Entscheidungen einfach an mir abprallen zu lassen. Und je nachdem, mit welcher Stärke oder Überzeugung die Meinung ausgedrückt wurde, hat es mich nicht selten an mir selbst zweifeln lassen. So sehr, dass ich immer wieder Entscheidungen traf, von denen ich glaubte, dass das Richtige sei, nur weil andere es so sahen. Ganz ähnlich wie der Mann aus der Geschichte. Anstatt auf das eigene Gefühl zu hören, in sich selbst sicher zu sein und nach den eigenen Vorstellungen und Überzeugungen zu handeln, lässt man sich wie ein kleines Boot auf hoher See von nahezu jeder heranrollenden Welle in die eine oder andere Richtung schubsen. Wie oft habe ich gehört: Ignorier doch einfach die anderen. Sollen sie reden? Sei mal ein bisschen selbstbewusster. Mach dich selbst nicht kleiner als du bist. Trau dich einfach. Doch so gut gemeint und wichtig die Ratschläge auch sind, geholfen haben mir diese Aussagen leider nicht. Insbesondere, weil sie meistens von Menschen kamen, die selbst ein eher angepasstes Leben nach gesellschaftlichen Normen führten. Was mir auf meinem Weg geholfen hat, war es, zunächst einmal zu verstehen, woher diese Unsicherheiten in mir bzw. das Bedürfnis, alles vermeintlich richtig zu machen und nicht aufzufallen, kamen. Jeder von uns hat im Laufe seines Lebens prägende Erlebnisse gehabt und Erfahrungen gemacht, die uns letztlich zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Alles hinterlässt seine Spuren und teilweise eben auch große Verletzungen, aus welchen sich dann Überzeugungen entwickeln können, die den Rest unseres Lebens prägen. So ist es auch mit den Meinungen anderer, von denen wir uns beeinflussen lassen. In vielen Generationen meiner Familie zum Beispiel war es aufgrund der Lebenssituation überlebensnotwendig, sich immer wieder anzupassen und zu verändern. Und so wurden bestimmte Glaubensmuster unbewusst immer weitergetragen. Dazu kamen dann auch meine eigenen Erfahrungen, sodass sich in mir irgendwann die Überzeugung manifestiert hat, dass es sicherer ist, mit der Mehrheit mitzulaufen, ein People-Pleaser zu sein, als mutig dem eigenen Weg zu folgen. Und so hat jeder seine Geschichte und Prägungen. Für manche resultiert es eben darin, dass sie sich noch heute als Erwachsene schwer tun im Umgang mit den Meinungen anderer, beziehungsweise sich davon beeinflussen lassen. Doch das Wichtigste hierbei ist dieser Rückblick, das Verständnis für die eigene Situation, hat mir persönlich sehr geholfen, mich selbst anzunehmen, wie ich bin, mit meinen Schwächen
aber auch mit meinen Vorstellungen vom Leben, die nicht jeder teilt. Und alleine diese Tatsache kann schon das Selbstbewusstsein und die Selbstachtung stärken, was im Umgang mit negativen Kommentaren enorm wichtig ist. Ich erinnere mich, wie ich noch zu Beginn meines selbst erwählten Weges in einem Buch gelesen hatte, wie die Autorin davon sprach, dass sobald man eine andere Richtung einschlägt, die meisten Menschen anfangen würden, auf dich einzureden, ihre Sorgen, Bedenken oder einfach nur ihre eigene Sicht mit dir teilen, um dich letztlich von deinem Weg abzuhalten. Sie vergleicht diese Tatsache scherzhaft mit einer überfürsorglichen italienischen Mutter, die nicht nur nicht will, dass du rausgehst, sondern am besten für immer bei ihr leben bleibst. Für mich war es wichtig zu verstehen, dass die Menschen, die einem nahestehen und ihre Sorgen oder sogar ihren Unmut über deinen Weg ausdrücken, dies meist aus Angst machen. Sie können nicht das sehen und fühlen, was du für dich und deine Zukunft wahrnimmst. Jeder schaut auf das Leben durch seine ganz eigene Realitätsbrille. Jeder von uns hat seine eigene Komfortzone und eigene Grenzen, was bedeutet, dass auch die Möglichkeiten im Leben, die wir sehen können, auf unseren eigenen Horizont beschränkt sind. Und da die Mehrheit der Menschen doch einem ähnlichen Lebensweg folgen, fallen diejenigen, die etwas radikal oder manchmal auch nur ein bisschen anders machen, natürlich besonders auf. Das bedeutet aber nicht, und das ist wirklich wichtig für sich zu verinnerlichen, dass dein Weg falsch, egoistisch oder wie manche dir weismachen wollen, unmöglich ist. Es bedeutet lediglich, dass es für denjenigen falsch oder unmöglich erscheint, weil er eben seine ganz eigene Vorstellung von der Realität hat. Du hast bestimmt schon mal den Satz gehört, wir sehen die Realität nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Ich durfte das über die letzten Jahre immer mehr und mehr für mich lernen. Denn ja, aufgrund dessen, wie ich bin, sehe ich auch die Welt entsprechend, was für mich heute aber auch bedeutet, dass sobald ich mich verändere, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, auch die Welt um mich herum sich verändert. Möglichkeiten entstehen, wo vorher keine waren. Wege tun sich auf, wo vorher Abgründe waren. Und natürlich kann nicht jeder aus deinem Umfeld diese neuen Wege erkennen. Denn nicht sie sind es, die sich verändern, sondern du. Und das darfst du für dich als Zeichen von Wachstum sehen, ohne dich mit anderen zu vergleichen oder dich über sie zu stellen. Du wächst und mit dir die Möglichkeiten, die deinen Horizont erweitern. Ich weiß, dass sich daraus nicht selten Situationen ergeben können, in denen sich Nahestehende verletzt oder zurückgewiesen fühlen. Und genau in diesen Momenten fällt es dann ja auch so schwer, sich nicht von deren Worten beeinflussen zu lassen. Dafür hast du aber dein Bauchgefühl. Wenn du mit jeder Faser deines Körpers spürst, dass das der richtige Weg für dich ist, obwohl es deine Liebsten anders sehen, dann darfst du hier für dich einstehen. Denn niemand wird dein Leben für dich leben können. Und hier komme ich auch zum nächsten wichtigen Punkt, wenn es darum geht, mit den Meinungen anderer umzugehen. Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Ich durfte die Erfahrung machen, dass je mehr ich auf die Kommentare von außen gehört und mich immer wieder entsprechend angepasst habe, desto kleiner wurde mein Selbstwert mit der Zeit. Desto mehr verlor ich die Verbindung zu mir selbst. Ich wurde unzufriedener und fiel immer mehr und öfter in die Opferrolle. Und je kleiner ich mich fühlte, desto mehr versuchte ich die Bestätigung wiederum von außen zu holen, was für mich bedeutete, mich noch mehr anzupassen, Dinge zu tun und zu sagen, um anderen zu gefallen, meine Gefühle und Gedanken zu ignorieren oder mich irgendwie zu rechtfertigen, um ja die Harmonie zu wahren und am liebsten von jedem gemocht zu werden.
ein Teufelskreis, aus dem man aussteigt, indem man die Entscheidung trifft, endlich für sich selbst einzustehen. Ich sage nicht, dass es einfach ist oder von heute auf morgen geht. Ich selbst bin auch auf diesem Weg. Aber Verantwortung für die eigenen Taten zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, unabhängig von den Meinungen anderer, auch wenn sie noch so klein sind, verändert nicht nur deine Welt im Außen, sondern macht dich selbstsicherer und stärker. Ja, zuweilen fühlt es sich unsicher und angsteinflößend an, dem eigenen Weg zu folgen, sich nicht den Meinungen anderer zu beugen. Aber es ist auch so ermutigend und bestärkend, für sich selbst einzustehen, indem du deinem Weg folgst und auch manchmal Dinge tust oder sagst, die nicht jedem gefallen. Und mit jeder dieser Erfahrungen stellst du mehr und mehr fest, dass die Welt nicht untergeht, wenn jemand nicht mag, was du tust, wie du aussiehst oder wer du bist. Es hat mir geholfen zu verstehen, dass die Meinungen anderer nichts mit mir zu tun haben. Ja, es mag sein, dass du der Auslöser für einen wütenden oder genervten Kommentar bist, den dir jemand an den Kopf wirft. Das bedeutet, dass du da einen wunden Punkt getroffen hast. Doch das, was derjenige dann von sich gibt, sagt immer nur etwas darüber aus, wie es in ihm selbst aussieht. Ich teile hier in meinen Videos zum Beispiel meine ganz eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse und auf ein und dieselben Worte reagieren die Menschen ganz unterschiedlich. Die einen sehen darin Lügen und Irrwege und nehmen das zum Anlass, ihren Unmut auszudrücken. Die anderen sehen darin Wahrheit und Möglichkeiten und bedanken sich dafür, weil es ihnen Hoffnung und Mut macht. Die Welt ist ein Spiegel. Trägst du viel Unzufriedenheit in dir, wirst du sie stets auch im Außen sehen. Und genauso ist es auch umgekehrt. Wer Licht in sich trägt, wird dieses auch im Außen erkennen. Ein weiterer Punkt, der mir hilft, negative Kommentare und runterziehende Meinungen weniger zu beachten und sich nicht ständig dadurch beeinflussen zu lassen, ist folgender. Menschen, die mit ihrem eigenen Leben wirklich zufrieden sind und erfolgreich ihren eigenen Weg beschreiten, werden dich für deinen Weg nicht verurteilen, beschuldigen oder dich zurückhalten wollen. Sie haben keinen Grund, dein Leben schlecht zu machen. Sie sind damit beschäftigt, ihres zu leben und werden dich ebenfalls darin ermutigen, deinem Weg zu folgen. Ich denke, du verstehst, was ich damit sagen will. Mir hat es auch geholfen zu verstehen, dass im Grunde jeder Mensch, der etwas anders macht als die meisten in seinem Umfeld, früher oder später auf negative Kritik oder Gegenwehr trifft. Es mag dir vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht weiterhelfen, wenn du selbst mit Gegenwehr konfrontiert wirst, aber zu wissen, dass es ein sozusagen normaler Prozess ist auf dem Weg in dein selbstbestimmtes Leben, hilft auf Dauer, besser damit umzugehen. Zumindest geht es mir so. Und ein weiteres, sehr großes Learning im Umgang mit Kritik, das mir gerade in den letzten Wochen nochmal ganz deutlich vor Augen geführt wurde, ist meine Lebensenergie, meine kostbare Lebenszeit und worin ich sie investiere. Je weiter du deinen eigenen Weg gehst, je mehr du dich traust, ganz du selbst zu sein und dein Licht offen in die Welt trägst, desto mehr unterschiedliche Menschen werden dir begegnen. Sowohl Unterstützer und Befürworter, als auch Menschen, denen nicht gefällt, was du tust oder wer du bist. Und sie werden es sich nicht nehmen lassen, dir das auch zu sagen. Ich durfte lernen, dass je mehr Zeit und Energie ich dafür aufwende, mir irgendwelche Meinungen von Fremden zu meinem Leben anzuhören oder destruktive Kommentare durchzulesen, desto mehr Raum und Macht gebe ich diesen Kommentaren. Ich gebe meine Energie in etwas, das mir nicht gut tut. Und dann frage ich mich nach einer Zeit,
warum ich mich so ausgelaugt und antriebslos fühle. Mach dir klar, dass mit jedem vergangenen Tag, an dem du dir Gedanken über die Meinungen anderer machst, dein eigenes Leben auf Pause-Taste steht. Anstatt deine volle Aufmerksamkeit in deinen Weg zu stecken, verschwendest du deine wertvolle Lebensenergie. An was? An Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als dich zu kritisieren oder runterzuziehen? Es ist eine Sache, wenn uns etwas Konstruktives oder berechtigte Sorgen unserer Liebsten entgegenkommen, keine Frage. Es geht nicht darum, alles und jeden zu ignorieren und sich grundsätzlich von jeder Meinung abzuschotten. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass die meisten Kommentare aus den subjektiven Vorstellungen und Grenzen der jeweiligen Menschen resultieren, welche in den allermeisten Fällen rein gar nichts mit dir zu tun haben. Schütze deine Lebensenergie und Zeit. Kein Mensch weiß, wie es in dir drin aussieht, welche Erfahrungen und Herausforderungen du bereits meistern musstest, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Also lass es nicht an dich ran, wenn man dir einreden will, du wärst egoistisch, unverantwortlich oder ähnliches, nur weil du eigene Entscheidungen triffst und dein Leben vielleicht etwas anders aussieht. Ich möchte dich ermutigen, deinem Weg weiter zu folgen und den Meinungen anderer nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Lenk dich ab, so gut es möglich ist, wenn du dich von irgendwelchen Kommentaren überwältigt fühlst. Sammle Kraft, lenke deine Energie und Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Weg, der vor dir liegt, und trag dein Leuchten ganz mutig in die Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein riesengroßes Dankeschön noch einmal für die vielen lieben und ermutigenden Nachrichten. Das zeigt mir, dass es so viele wundervolle Seelen da draußen gibt, die ähnlich fühlen. Alles Liebe und bis bald.